Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Isn't that amazing how in one statement he was buried in a tomb and was raised from the dead after 3 days is so much power and truth? Ist es nicht erstaunlich, wie in einer einzigen Aussage, er wurde in ein Grab gelegt und nach 3 Tagen von den Toten auferweckt, so viel Kraft und Wahrheit steckt? Because here it doesn't say what happened those 3 days, but from the rest of the Bible we know. Hier wird zwar nicht gesagt, was in diesen 3 Tagen geschah, aber aus dem Rest der Bibel wissen wir es. Now verse 5. Vers 5. Then he appeared to Peter the rock and to the 12 apostles. Dann erschien er Petrus, dem Felsen, und den 12 Aposteln. I wonder what Paul is talking about. Ich frage mich, wovon Paulus hier spricht. Because there were not 12 apostles left, Judas already killed himself. Denn es gab keine 12 Apostel mehr, Judas hatte sich bereits umgebracht. And he said to Peter the rock and to the 12 apostles. Und er sagt, Petrus dem Felsen und den 12 Aposteln. We don't know. Wir wissen es nicht. I mean, we do know that there was no Judas anymore. Wir wissen nur, dass es keinen Judas mehr gab. But could it be Aber könnte es sein, that Matthias, who was of course then elected as the next apostle, dass Matthias, der dann natürlich zum nächsten Apostel gewählt wurde, that he was already part of that? dass er schon dazugehörte? We don't know. Wir wissen es nicht. But we know that Paul found it important to put that in there that he actually appeared to them. Aber wir wissen, dass Paulus es wichtig fand, zu erwähnen, dass Jesus ihnen tatsächlich erschienen ist. Why did Paul put it in there? Warum hat Paulus das hier geschrieben? Remember, Denk daran, Paul was a Pharisee. Paulus war ein Pharisäer. And the Pharisee and the Sadducee, they were two different religious leaders. Die Pharisäer und die Sadduzäer waren 2 verschiedene religiöse Leiter, And they argued about the resurrection. die sich über die Auferstehung stritten. One part believed there was no resurrection, the others believed there was. Die einen glaubten, es gäbe keine Auferstehung, die anderen glaubten, es gäbe sie. So obviously for Paul it was important to bring in the evidence of the resurrection. Für Paulus war es offensichtlich wichtig, den Beweis für die Auferstehung zu erbringen. Because now he told them in verse 6, Denn er sagt ihnen in Vers 6, he also appeared to more than 500 of his followers at the same time. er erschien auch mehr als 500 seiner Jünger zur gleichen Zeit. I'm telling you why I find this statement so fascinating. Ich sage dir, warum ich diese Aussage so faszinierend finde. Because how could Jesus have appeared to more than 500 of his followers Denn wie hätte Jesus mehr als 500 seiner Jünger erscheinen können, when in the upper room he only had 120 followers? wenn er im Obersaal nur 120 Anhänger hatte? You see, there were more people than we thought that there were. Du siehst, es waren mehr Menschen, als wir dachten. Because obviously this was a truth, it was a fact. Denn offensichtlich war das eine Wahrheit, eine Tatsache. So Jesus appeared to more than 500. They were all together, so he appeared to them at the same time. Jesus erschien also mehr als 500 Menschen. Sie waren alle zusammen, also erschien er ihnen zur gleichen Zeit. And then Paul wants to make sure that they believe him. Paulus will sicherstellen, dass die Korinther ihm glauben. He says, most of them whom are still alive as I write this. Er sagt, die meisten von ihnen sind noch am Leben, während ich dies schreibe. Though a few have passed away. Aber einige sind schon gestorben. I wonder if Paul has talked to them. Ich frage mich, ob Paulus mit ihnen gesprochen hat. Paul is making sure that they understand that there is enough evidence that he actually rose from the dead. Paulus will sichergehen, dass sie verstehen, dass es genug Beweise dafür gibt, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Paul here is now concerned about one thing, and you will find it in this chapter. Paulus geht es jetzt um eine Sache und die findest du in diesem Kapitel. He wants to show the importance of the truth that Jesus resurrected truly from the dead. Er möchte zeigen, wie wichtig die Wahrheit ist, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. So when Paul said most of them are alive, he could obviously bring them to you as witnesses. Wenn Paulus also sagt, dass die meisten von ihnen noch leben, könnte er sie offensichtlich als Zeugen vorbringen. Now look at this. Nun, schau dir das an. There are people who say Es gibt Leute, die sagen, that there were only 12 apostles and apart from them there are no other apostles. dass es nur 12 Apostel gab und dass es außer ihnen keine weiteren Apostel gibt. I was told at Bible school Auf der Bibelschule wurde mir gesagt, it was the wrong choice to choose Matthias as the apostle. dass es die falsche Entscheidung war, Matthias als Apostel zu wählen.
Paul was supposed to be the 12th one. Paulus sollte der 12. Apostel sein. And my Bible school teacher had reasons for that. Und mein Bibelschullehrer hatte Gründe dafür. But he said that there are only 12 apostles. Since then, there have been no more apostles. Denn er sagte, dass es nur 12 Apostel gab, seither gab es keine weiteren Apostel. Well, look what he says here. Nun schau, was Paulus hier sagt. He says, then he also appeared to Jacob, which of course is James, Er sagt, dann ist der Jakobus erschienen, womit der Halbbruder Jesu, der Verfasser des Jakobusbriefes, gemeint ist, and to all the apostles. und allen Aposteln. So here he cannot talk about the 12 apostles because you already mentioned them. Hier kann Paulus nicht die 12 Apostel meinen, weil er sie bereits erwähnt hat. So he appeared to all of the apostles that were alive then, which were a lot. Jesus ist allen Aposteln erschienen, die damals noch lebten, und das waren eine ganze Menge. How do we know? Woher wissen wir das? Because apostle means the sent one, and Jesus sent a lot of people to preach the gospel. Weil Apostel der Gesandte bedeutet und Jesus sandte eine Menge Leute aus, um das Evangelium zu verkünden. You remember when Jesus sent out the 70? Erinnerst du dich, als Jesus die 70 ausgesandt hat? Well, they were apostles. Nun, sie waren Apostel. When you are sent out with a commission, with a mission from God, that's what an apostle is. Ein Apostel ist ein Mensch, der mit einem Auftrag von Gott ausgesandt wird. But then in verse 8, Paul begins to talk about himself. Doch in Vers 8 beginnt Paulus von sich selbst zu sprechen. He says, last of all he appeared in front of me, Er sagt, zuletzt erschien er vor mir, like one born prematurely, ripped from the womb. wie ein Frühgeborener, der aus dem Mutterleib herausgerissen wurde. Now, we don't know what Paul is talking about here. Wir wissen nicht, wovon Paulus hier spricht. He simply said that last I was the one to whom he appeared to. Er sagt einfach, zuletzt war auch ich derjenige, dem er erschienen ist. I think, Ich denke, which is what I think because Paul doesn't explain it, das sind meine Vermutungen, denn Paulus erklärt es nicht. but I think what he meant is that Jesus appeared to him on the road of Damascus. Aber ich denke, er meint damit, dass Jesus ihm auf der Straße nach Damaskus erschienen ist. Because he talked several times about that experience he had. Denn Paulus spricht mehrmals über diese Erfahrung, die er hatte. So Jesus obviously appeared to him, and he had lots of other encounters with Jesus too. Jesus ist ihm also offensichtlich erschienen und er hatte auch viele andere Begegnungen mit Jesus. And it's very interesting. Das ist sehr interessant. When he uses this phrase, or the Passion translates it like this, Wenn er diese Formulierung verwendet, oder in der Passion-Übersetzung heißt es so, like one born prematurely, ripped from the womb. wie ein Frühgeborener aus dem Mutterleib entrissen. In the Greek, this expression means an abortion. So bedeutet das im Griechischen eine Abtreibung. We need to talk about this a little bit more next time. Darüber müssen wir das nächste Mal ein bisschen mehr sprechen. See you tomorrow. Bis morgen.